Du möchtest nicht, dass dein Saugroboter mit dem Fernseher spricht oder die intelligente Steckdose deine privaten Bilder ins Internet sendet. Wenn du aber trotzdem auf deine Bilder außerhalb des eigenen WLANs zugreifen möchtest, vielleicht auch über dein Smartphone, und du gezielte Zugriffe auf Daten oder Dienste in deinem Netzwerk zulassen möchtest, dann benötigst du virtuelle Netzwerke und klare Regeln. Firewall-Regeln, damit nur gewünschte Zugriffe und notwendige Kommunikation in deinem Netzwerk zugelassen wird. Unify bietet hier alles, was man dazu braucht, und ich zeige dir anhand von 2 praktischen Beispielen, wie man das Ganze umsetzt und wie man das einrichtet. Genau dein Thema? Dann bleib dran. Nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, hallo. Ich bin Thorsten von Haus und Technik und willkommen zurück zum Video und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, in einem Heimnetzwerk, da sammeln sich natürlich heutzutage ziemlich viele Komponenten, von denen man unter Umständen auch nicht möchte, dass diese Zugriff auf sensible persönliche Daten oder aber Services und Dienste in einem eigenen Netzwerk haben. Das mit dem Staubsauger und dem Fernseher oder der intelligenten Steckdose, die da Daten verteilt, das ist natürlich etwas sehr stark überspitzt. Aber alle diese Gerätschaften haben oder beziehungsweise benötigen auch einen Internetzugang oder eine Verbindung ins Internet und können von dort aus natürlich auch potenziell angegriffen werden. Und im schlimmsten Fall kann ein Angreifer dann natürlich darüber an deine Daten gelangen. Ja, das wollen wir natürlich nicht und daher macht es Sinn, sein Heimnetzwerk mittels VLAN, also Virtual LAN, zu segmentieren und die Kommunikation zwischen den Segmenten entsprechend einzuschränken bzw. sogar ganz zu blockieren. Welche VLANs ich da für mich definiert habe und mit welchem Hintergrund, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch gerne hier oben im Video selber oder auch unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach nochmal rein, da habe ich das erklärt, warum, wieso ich da bestimmte Sachen gemacht habe. Meine Vorgehensweise ist natürlich nur beispielhaft und du definierst natürlich die Segmente bzw. die VLANs anhand deiner Bedürfnisse in deinem Netzwerk. Ja, also grundlegende Voraussetzung ist natürlich, dass du dich schon mal mit dem ganzen Thema Netzwerksegmentierung, also VLAN-Einrichtung sowie den Firewall-Zonen und generell Firewall-Regeln im Unify auseinandergesetzt hast. Ansonsten kannst du da gerne nochmal in mein Video zu dem Thema Zone-Based Firewalls hineinschauen. Da habe ich so einige Erklärungen gegeben oder beziehungsweise auch dargelegt, wie das alles funktioniert. Wen das interessiert, auch das Video verlinke ich euch hier oben oder beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, als Hintergrundinformation gerne sonst nochmal reinschauen. Ja, wenn die VLAN-Erstellung oder die Segmentierung erledigt ist oder wenn ihr das schon gemacht habt, dann bietet Unify hier als nächstes die Möglichkeit, die VLANs entsprechend den Zonen zuzuordnen. Die haben dann schon von Hause aus Kommunikationsregeln oder die bringen Kommunikationsregeln direkt mit und hier kann man natürlich auch eigene Zonen definieren, sofern das notwendig ist. Wie gesagt, die Kommunikation zwischen den einzelnen Zonen ist erstmal bei der Ersterstellung blockiert. Ja, wie hier bei mir auch im Hintergrund eingeblendet, ich habe hier die Zuordnung entsprechend in die Internal, ne, da ist also unser Main drin oder unsere Infrastruktur. Ich habe die DMZ, ich habe Hotspot, wo das Arbeitsnetzwerk ist oder das Gästenetzwerk drin ist, in der DMZ das Exposed und ich habe hier ein separates Netzwerk angelegt, das Internal Semi-Trusted. Das ist für mich ein Netzwerk, wo ich alle Sachen drin habe, die zwar intern sind, denen ich aber im Zweifelsfall nicht vertraue, ne? Wie zum Beispiel Smart Home Komponenten, wie zum Beispiel IoT Komponenten. Das habe ich nochmal aufgetrennt. Wie gesagt, warum ich das gemacht habe, habe ich schon mal erklärt, ne? In dem verlinkten Video. Es gibt ein Netzwerk für die Kinder und ich habe hier noch ein weiteres Netzwerk oben, wo auch IP-Kameras und so weiter für die Modellbahn entsprechend drin sind. Aber wie gesagt, das ist so meine Idee dazu und ich habe die entsprechend so in die Zonen eingeteilt. Das müsste natürlich für euch oder musst du für dich dann selber entscheiden, ob du eine zusätzliche Zone brauchst oder nicht und wo du deine Netzwerke entsprechend einordnest. Ja, und eingeblendet sieht man nun also auch die Zonenmatrix, ne, mit den farblich markierten Grundsatzregeln, wie alles zulassen, also Allow All in grün, den Rückwärtsverkehr, also den Antwortverkehr, Allow Return in blau und alles blockieren, Türen alle zu, der ist dann Block All in rot. Ne? Das ist das, was Unify da üblicherweise so definiert.
Ja, und dann ist das alles eingerichtet und zugeordnet und dann kommt natürlich die große Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ne? So, und was ist mit der Inter-VLAN-Kommunikation? Heißt also von VLAN A zu VLAN B. Welches Gerät im VLAN A darf auf welchen Service im VLAN B zugreifen? Und wie komme ich unter Umständen von extern, also aus dem Internet, an interne Dienste in meinem VLAN C? Nachfolgend sehen wir uns anhand von zwei praktischen Beispielen das Zusammenspiel von VLANs, Firewall-Zonen und natürlich den Firewall-Regeln in einem Unify-Netzwerk an. Ja, gehen wir in das erste Beispiel. Also unser Drucker ist im VLAN 20, also im Main, angeordnet, aber unser Sohn soll mit seinen Geräten, die er so hat, aus dem VLAN 40, Kinder, entsprechend aber auch drucken können. Na, so, das heißt also, wir haben hier die Devices und wir möchten auf den Drucker zugreifen. So, wenn wir uns die Zielsetzung jetzt mal grafisch eben entsprechend ansehen, ne? Also wie gerade schon gesagt, wir möchten aus dem VLAN 40 Child auf VLAN 20 Main zugreifen. Da sehen wir, dass VLAN 40 ist in der Zone Semi-Trusted angeordnet. Das heißt also, auch die ganzen Gerätschaften sind in der Zone Semi-Trusted angeordnet und wir müssen durch die Firewall durch in die Internal-Zone, nämlich in das VLAN 20 und auf den Drucker zugreifen. So, und wenn wir dann hier mal in die Zonenmatrix hineinschauen, dann sehen wir, rot umrandet, ne? Also Internal Semi-Trusted, Zugriff auf den Internal, da heißt es erstmal alle Türen zu, ne? Block All, eigentlich geht da nichts rein, also gedruckt werden kann hier nicht. So, das heißt also, wir müssen jetzt hier eine entsprechende Firewall-Regel definieren, die es uns ermöglicht, dass wir entsprechend Löcher in diese Firewall bohren, damit die Geräte, die wir da in dem Kindernetzwerk haben, auch entsprechend auf den Drucker zugreifen können. So, und wenn man hier auf diese, in der Zonenmatrix auf diese blaue 11 klickt, das heißt also, da sind alle Regeln aufgelistet, nämlich 11 Stück an der Zahl, die für diesen Netzwerkverkehr zuständig sind. Dann sehen wir, die sind dann, wenn man da draufklickt, kommt unten wird das alles aufgelistet und wir sehen hier rot eingerahmt die für uns relevante Firewall-Regel und die gucken wir uns gleich noch im Detail an, aber nur mal hier schon mal vorab, die nämlich sagt, da geht es darum, dass die Devices aus dem Kindernetzwerk auf den Printer zugreifen dürfen und da ist das schon mal aufgelistet, was da alles zu machen ist. Und was man da sieht, ist zum Beispiel, was hier auch größer gezeigt wird, dass ich in der Network-List Objekte angelegt habe. Das macht es für mich einfacher, weil ich kann mir nämlich keine IP-Adressen merken. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Das heißt also, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Objekt angelegt, was sich nennt Printer IPv4 und dahinter verbirgt sich, in schwarz markiert, markiert sich jetzt die interne IP-Adresse, die der Printer hat. So, und damit kann ich das dann immer aus einer Liste auswählen, sehen wir gleich noch. Und das macht es für mich in der Handhabung etwas einfacher. Ja, schauen wir uns jetzt an, wie diese Firewall-Regel entsprechend aufgebaut ist. Jetzt nicht verwirren lassen, also üblicherweise, wenn ihr das in Unify macht, dann ist dieses alles in einer Liste untereinander angeordnet. Ich habe das jetzt hier geschnitten und nebeneinander angeordnet. Üblicherweise, wie gesagt, ist das alles untereinander. Aber wir fangen jetzt hier einfach mal auf der linken Seite an, nämlich bei dem ganzen Thema Name und da vergibt man einfach einen Namen, wie man ihn gerne hätte. Ich habe mir angewöhnt, die Namen möglichst nach einer Nomenklatur zu vergeben, wie sie auch Unify anwendet, dann passt das da alles etwas besser übereinander. Also ich habe jetzt den Namen hier einfach genannt, Allow Linus Devices to Printer. Ne? So. Und das Wichtige wird jetzt eigentlich, wenn wir auf die Source-Zone, das heißt also auf die Zone gucken, wo wir herkommen. Und da sind wir ja, wie wir gerade schon gesehen haben, in dem Internal Semi-Trusted. Das wählt man dann auch über diese Auswahlliste aus. Da stehen dann die ganzen Zonen drin. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, den Internal Semi-Trusted ausgewählt. Und dann sagt man, ja, was für Geräte, was für IP-Adressen oder ganze Netzwerke sollen denn jetzt eigentlich entsprechend hier behandelt werden. Und da habe ich jetzt gesagt, ich möchte nur spezifische Devices. Ja, so, und da sieht man jetzt, da gibt es ein iPad, da gibt es ein Desktop, da gibt es noch ein Tablet und da gibt es ein Smartphone. Ne? Also das sind jetzt die 4 Geräte, von denen aus soll also entsprechend gedruckt werden. So, dann kommt noch die Abfrage, welcher Port. Der Port ist mir jetzt erst einmal egal, der tut überhaupt nichts zur Sache. Da kann jeder Port aus dem Gerät, kann jetzt erstmal sagen, ich möchte drucken. So, dann kommt der nächste Punkt Action und bei Action muss ich natürlich sagen Allow, weil ich will ja nicht blockieren oder rejecten, sondern ich will sagen, ich möchte das zulassen.
Der Haken, der hier standardmäßig gesetzt ist, dieses Auto-Allow-Return-Traffic, der sorgt dafür, dass für diese Regel, die da erzeugt wird, direkt auch eine Return-Traffic-Regel erzeugt wird. Die muss man nicht separat entsprechend machen. Die wird dann einfach, die legt Unify selber an und dann taucht die auch dann unten in einer Liste oder in der Liste entsprechend mit auf. So, wenn wir jetzt in die Mitte gehen, da kommen wir jetzt auf das ganze Thema Destination Zone, also die Zielzone. Und wir wollen ja ins Internal-Netzwerk. Ja, so, und in dem Internal, oder beziehungsweise nicht im Internal-Netzwerk, sondern in die Internal-Zone. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, möchte ich auf alles zugreifen, auf ein spezifisches Netzwerk oder möchte ich auf eine spezifische IP-Adresse zugreifen. Der Drucker hat eine spezifische IP-Adresse und dementsprechend möchte ich auf IP zugreifen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit Specific oder List. Und ich habe jetzt hier List angekreuzt. List kann ich deswegen ankreuzen, weil ich ja dieses Objekt erzeugt habe mit der IP-Adresse. Wenn ich dieses Objekt nicht hätte, müsste ich bei Specific den Haken setzen und müsste dann die IP-Adresse entsprechend in ein Feld eingeben und müsste dann sagen Add und dann habe ich die IP-Adresse eingegeben. Aber ich kann das jetzt hier aus meiner schicken Liste auswählen und da sehen wir wieder, ne, Printer IPv4, da verbirgt sich die IPv4-Adresse meines Druckers hinter und den wähle ich aus der Liste aus und sage einfach, den möchte ich ganz gerne. Und dann sagt er zu mir Port und da habe ich jetzt gesagt Any. Wenn man es richtig sicher machen will, legt man sich hier natürlich jetzt wieder ein Objekt an und definiert alle Ports, die da relevant sein können. Jetzt ist das hier ein Multifunktionsgerät, da geht rein und raus, dann wird gefragt, ist das ein SMB oder soll der scannen auf SMB oder NFS, welche Druckerports hat der und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, so schlimm ist es jetzt nicht, ich lasse die Ports jetzt einfach mal offen. Es geht dann ja auch weiter, ich müsste dann auch sagen, welches Protokoll, ist das TCP oder ist das UDP und so weiter und so fort. Also wenn man das richtig sicher machen will, kann man das alles angeben. Ich habe das jetzt hier offen gelassen, soll aber jetzt hier nicht großartig stören. So, und damit kommen wir dann auch so ein bisschen in den rechten Bereich. Da geht es jetzt nämlich darum, in welcher IP-Version denn die Kommunikation stattfinden darf. Und da gibt es die Möglichkeiten 2. Also both, ne? Das heißt also IPv4 und IPv6. Da ich aber intern üblicherweise kein IPv6 habe, sondern nur IPv4, ist das IPv6 bei mir jetzt ausgegraut. Ich könnte auf both jetzt den Haken setzen, wird aber trotzdem nur über IPv4 funktionieren, weil ich ja nichts anderes habe. Ich will aber auch nur, dass es IPv4 ist. Ich will gar nicht. Sollte es zufällig mal irgendwie eine IPv6-Adresse geben, weil ich irgendwo in der Einstellung beim Netzwerk einen Fehler gemacht habe, dann möchte ich aber gar nicht, dass die IPv6 plötzlich in irgendeiner Form irgendwelche Freigaben hat, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Also definiere ich diese Freigabe ganz klar für IPv4 und damit bin ich eigentlich fertig. Jetzt kommt noch eben das Protokoll, hatte ich gerade schon gesagt, TCP, UDP. Ich sage alles, weil ein solcher Drucker durchaus gemischte Protokolle hat. Also gemischt dahingehend, dass der UDP-Ports hat, die er braucht, und er hat aber auch TCP-Ports, die er braucht, um seine Funktionen alle zu erfüllen. Und deswegen habe ich gesagt, ich setze das hier auf All, weil ich nicht weiter spezifizieren möchte. So, dann gibt es hier noch die Punkte Connection Status. Ja, ich möchte alles zulassen. Und ich möchte beim Schedule, möchte ich always, das heißt also, ich möchte den nicht einschränken, dass der täglich in irgendwelchen Uhrzeiten irgendwie läuft und so weiter und so fort. Das kann man alles einstellen, das kann man alles weiter noch definieren, aber ich denke, für den Ansatz sollte es erstmal ausreichen. Ja, und wenn du diese Firewall-Regel so erzeugt hast, dann steht dem Drucken aus dem VLAN der Kinder im Main oder auf dem Main-Drucker nichts mehr im Wege. Hat alles funktioniert, also zumindest bei mir funktioniert es genau über diesen Weg. Und dann sollte es eigentlich bei dir genauso funktionieren. Ja, kommen wir zum Beispiel 2. Ich habe auf meinem NAS, in dem Fall ein Synology NAS, ist aber im groben Kontext völlig uninteressant. Also ich habe auf meinem NAS Bilder liegen und die möchte ich ganz gerne auch über mein Smartphone aufrufen. Auch wenn ich nicht zu Hause im WLAN bin, sondern wenn ich irgendwo unterwegs bin und habe einfach nur einen ganz normalen Mobilfunk oder eine ganz normale Mobilfunkverbindung. So, das heißt also, ich muss irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass die Bilder, die auf meinem NAS sind, den Weg übers Internet und den Mobilfunkmast, wie das hier unten so schön oder hinter mir dann so schön eingeblendet ist, den Weg in das Smartphone finden, ne? Oder umgekehrt. Das Smartphone findet den Weg über den Mobilfunkmast, das Internet auf mein NAS und kann sich dort entsprechend Bilder ansehen.
Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über VPN zu machen. Dann wird es auch Leute geben, die sagen, ja, ist sowieso alles viel sicherer. Das kann man so tun. Es gibt aber auch durchaus Gründe, um zu sagen, ich möchte diesen Service so im Netz haben. Und dann muss ich mir ja Gedanken darüber machen, wie kriege ich das hin und wie kriege ich es möglichst sicher hin. Und das soll jetzt hier einfach in diesem Beispiel mal exemplarisch entsprechend erklärt werden. So, wie schon gerade gesagt, ne, also Zielsetzung ist, die Foto-App auf dem Smartphone darf über das Internet auf die Applikation auf dem NAS entsprechend zugreifen. So, und jetzt gucken wir einfach mal hier, was wir hier für Schritte eigentlich haben. Ne, also wir sehen das Smartphone, wir sehen das große, weite Internet, dann sehen wir eine Firewall und dann sehen wir ein Reverse-Proxy, dann sehen wir eine Firewall und dann sehen wir das NAS. Wow, okay, also Voraussetzung, damit das alles so funktioniert, ist erstmal natürlich, dass ihr auch einen Reverse Proxy Manager entsprechend habt. Ich sage gleich noch 2 Sätze dazu, aber grundsätzlich wäre meine Empfehlung immer, eine Applikation oder einen Service niemals direkt ins Web stellen. Warum? Komme ich gleich noch eben zu. Wir gehen vielleicht erst noch mal die Voraussetzungspunkte weiter durch. Damit das Ganze funktioniert, braucht natürlich der Proxy, der ja als Hauptansprechpartner hier in dem Moment fungiert für das Smartphone, braucht der natürlich eine extern erreichbare IP-Adresse. Ansonsten funktioniert es nicht. Ne? So. Und optional wäre es natürlich ganz schön, wenn man das nicht alles immer nur über eine IP-Adresse macht, sondern wenn man vielleicht sogar eine eigene Domäne mit einem entsprechenden Zertifikat von Let's Encrypt oder ähnliches hat. Ja, ich habe das so, ist aber nicht unbedingt zwingend erforderlich. So, wie gerade schon gesagt, noch ein paar Worte zur Konfiguration mit dem Reverse Proxy und der demilitarisierten Zone zum allgemeinen Verständnis. Alle die externen Anfragen zu den internen Diensten erfolgen über den Reverse Proxy und werden von dem entsprechend aufgelöst und an die entsprechenden internen Adressen weitergeleitet. Das hat den Vorteil, dass der Proxy quasi das Tor zur Außenwelt ist und nur dieser entsprechend auch von außen erreichbar ist und nicht, wie gerade gezeigt, mein Server, auf dem die Applikation läuft, direkt. Na, sollte es hier zu einem erfolgreichen Angriff kommen auf diese IP-Adresse oder auf den Proxy-Server, dann ist der Proxy befallen, aber nicht mein Server und meine privaten Daten. Schlimm genug, aber am Ende des Tages ist das ein Sicherheitspuffer. Ein weiterer Sicherheitsaspekt stellt die DMZ, also die demilitarisierte Zone, entsprechend dar, in der sich also mein Proxy jetzt hier gerade befindet. Das ist optional, das muss man nicht so machen, aber es erhöht den Sicherheitsaspekt noch mal etwas weiter. Also die DMZ ist ja in dem Moment gekapselt, das heißt also die Kommunikation mit anderen VLANs in meinem Netz, die ist ja blockiert. Dementsprechend muss die ganze weitere Kommunikation über Firewall-Regeln freigegeben werden und sollte im Falle einer Übernahme eines böswilligen Angriffs der Proxy-Server entsprechend übernommen worden sein oder in Probleme geraten, dann hat der Angreifer in meinem VLAN oder in meinem Netzwerk erstmal keinen Freifahrtschein, sondern der ist erstmal in der DMZ mehr oder weniger gefangen. So, und wenn wir uns das jetzt mal hier so ein bisschen grafisch ansehen, dann sehen wir hier die Zonen, die wir haben und die entsprechend zugehörigen Netzwerke. Und da gehen wir einfach mal oder schauen uns einfach mal, fangen wir bei 1 an. Und da sehen wir das große, weite Internet. Ne? Und das Internet ist in der Zone External, klar. Und von dieser Zone External möchte ich ganz gerne in die demilitarisierte Zone, nämlich auf das VLAN 50, das Exposed. Ja, da ist nämlich dann mein Proxy drin. Das finden wir dann unter der 2. So, da möchte ich einmal hin und ich möchte dann natürlich im nächsten Schritt von meinem Proxy in der VLAN 50, in der demilitarisierten Zone, möchte ich in die interne Zone und zwar in das VLAN 20, weil da ist nämlich mein Server mit der Applikation. So, und auch hier schauen wir uns den ersten Schritt einfach mal an und gucken mal in die Zonenmatrix. Ne? So, also wir kommen von extern und wir möchten ganz gerne in die DMZ. So, und da ist die Basiskonfiguration erstmal, dass nur Return Traffic entsprechend erlaubt ist. Das heißt also,
So rein komme ich erstmal ohne weiteres nicht. Bin ich einmal drin, darf aber auch geantwortet werden. Ne? Das ist das, was da jetzt aktuell erstmal steht. So, also auch hier wieder, ne, wenn man auf die blaue 8 klickt, schlecht zu erkennen in der Größe, aber das listet mir dann wieder die ganzen Firewall-Regeln entsprechend auf. Und auch hier habe ich wieder meine IP-Adressen oder beziehungsweise meine Port-Adressen habe ich entsprechend in Network-Listen entsprechend eingepflegt. Und wir sehen hier zum Beispiel das ganze Thema HTTP und HTTPS, was wichtig ist gleich für den Proxy-Server, wenn der nach draußen funkt. Da habe ich dann die Ports 80 und 443 eingetragen und das läuft dann bei mir unter der Name Webserver HTTP, HTTPS. Genauso wie die IPv6-Adresse. Und ja, ich arbeite hier mit IPv6. Ich habe einen Glasfaseranschluss. Ich habe also keine öffentliche IPv4-Adresse. Genauso wie die IPv6-Adresse des Proxy-Servers, der bei mir hier heißt npm edge in der DMZ und das ist dann die IPv6. Ne? So habe ich den hier intern genannt und dahinter verbirgt sich dann halt die entsprechende IPv6-Adresse, die im Netz also kursiert in Anführungszeichen. So, gucken wir uns jetzt die erste Firewall-Regel einfach mal an, wenn wir nämlich sicherstellen wollen, dass der Proxy-Server entsprechend aus dem Netz auch erreichbar ist. Na, da auch wieder einen Namen vergeben, ne? Jetzt habe ich das hier genannt, Allow DMZ NPM from External. Heißt also, meine Source Zone ist natürlich in dem Fall External. Ich komme aus dem Internet. So, mit welchem Port ist erstmal irrelevant. Auch mit aus welcher IP-Adresse, MAC oder Region habe ich hier alles, ist irrelevant. Man kann das einschränken. Ich kann jetzt sagen, ich möchte bestimmte Regionen ausschließen oder ich möchte bestimmte IP-Adressbereiche ausschließen. Das kann man alles tun, aber ich habe jetzt einfach gesagt, ich lasse erstmal alles zu. Ja? So, und dann kommt der Action-Block. Und der fragt natürlich dann, möchtest du Block, Allow oder Reject? Ja, ich möchte das zulassen und auch hier gilt wieder Allow Return Traffic. So, und wenn ich dann in die Zielzone komme, da sind wir natürlich dann in der DMZ und da möchte ich natürlich jetzt auch nicht, dass alles in der DMZ erreichbar ist oder das ganze Netzwerk gesehen werden kann, sondern ich möchte ganz spezifisch die IP-Adresse sehen. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ne, Specific oder List. Und ich sage aus der Liste, ich möchte meinen npm edge, ja, DMZ IPv6, genau der soll nämlich entsprechend die Zielzone sein oder beziehungsweise das Zielgerät sein. So, das wähle ich jetzt hier aus und kann auch dann wieder sagen, möchte ich eine gewisse Port-Einschränkung machen und so weiter und so fort. Und ja, ich möchte eine Port-Einschränkung machen und die hole ich mir aus dieser Liste, weil ansonsten müsste ich mehrere Regeln jeweils für einen Port machen oder beziehungsweise für mehrere Ports machen. Ne? Also ich kann eine Regel dann für den Port 80 und kann eine Regel für den Port 443 machen. Jetzt mit dem Objekt habe ich den Vorteil, dieses Objekt beinhaltet beide Ports und damit habe ich nur eine Regel und greife dann quasi auf dieses Listenobjekt zu. Heißt also, ich lasse nur Port 80 und 443 zu. Das ist alles, was ich zulasse. Das ist auch das Übliche, was man bei einem NPM macht oder beziehungsweise bei einem Reverse Proxy macht. Ja, manche sagen, ja, auch den 80 zumachen und nur den 443. Ich habe jetzt mal gesagt, ich lasse beide offen und dann sollte das eigentlich erstmal soweit in Ordnung sein. So, wenn wir jetzt gucken, bei IPv6 oder beziehungsweise bei der IP-Version, die wir zulassen, da habe ich jetzt hier noch Bose stehen, aber eigentlich kann ich das auch auf IPv6 packen, weil ich habe ja nur eine IPv6-Adresse. Da muss ich vielleicht nochmal nachschärfen, aber ansonsten tut Bose auch nicht weh, weil ich habe eine IPv4 habe ich nicht. So. Für den Fall, dass ich mal eine IPv4 habe, sollte ich das vielleicht nochmal umändern, aber wie gesagt, da müsste ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass ich das nachschärfe. So, dann Protokoll, habe ich gesagt, hier sind wir jetzt ganz klar eingeschränkt. Da sage ich nicht all, sondern ich möchte einfach TCP. Ja? TCP-Protokoll, Port 80, Port 443, mehr gibt es nicht. Alle anderen Türen sind geschlossen. Punkt. Ja? Lasse ich nicht zu. So, und auch hier jetzt Connection State All und so weiter und so fort. Schedule Always, da habe ich jetzt nichts dran verändert. Das ist Default so. Und damit habe ich jetzt quasi erst einmal schon den Reverse Proxy im Internet mit dem Port, also mit der IP-Adresse, die bekannt ist, oder beziehungsweise bei mir läuft es unter einem Domainnamen, mit dem Port 80 und dem Port 443 freigegeben und komme jetzt erstmal zumindest, wenn ich von draußen gucke, zumindest schon mal in die demilitarisierte Zone.
So, der nächste Schritt ist ja, ich will ja nicht in der DMZ bleiben, sondern ich möchte ja von der DMZ jetzt in die interne Zone, damit ich auf meinen Server und die Fotoapplikation zugreifen kann. Das heißt also, auch hier gucken wir mal wieder in die Zonenmatrix und da sehen wir, ich bin in der DMZ und ich möchte in die Zone Internal. So, und da steht auch Allow Return. Und wenn wir uns dann entsprechend die Firewall-Auflistung oder die Firewall-Regel-Auflistung angucken, dann finden wir die Firewall-Regel Allow Photo from DMZ to Internal. Und auch hier gilt wieder, ich habe jetzt hier die IPv4-Adresse von dem also von dem Reverse Proxy, weil ich gehe ja jetzt nicht mit IPv6 weiter. Nach draußen hatte der eine IPv6, hier drin hat er eine interne IPv4-Adresse. Dementsprechend kommunizieren wir jetzt über IPv4 weiter. Und ich habe mein Media-Server, der hat auch eine IPv4-Adresse und auch diese habe ich hier natürlich wieder über ein entsprechendes Link-Objekt angelegt. So, gucken wir uns jetzt die Firewall-Regel an, die es uns ermöglicht, dass der Proxy-Server oder die Anfrage, die beim Proxy-Server gelandet ist, dann auch an den Server weitergeleitet wird. Wie gesagt, Namensgebung, ne? Dann komme ich, die Source-Zone ist die demilitarisierte Zone, die DMZ, und ich möchte von einer spezifischen IP-Adresse, nämlich von meinem Reverse-Proxy, der hier heißt npm-dmz IPv4. Ja, wenn ihr nur eine IPv4-Adresse habt und habt dieses List-Objekt nicht, dann müsst ihr bitte Specific und dann die IPv4-Adresse eingeben. Oder aber ihr habt eine IPv6-Adresse, völlig egal, dann könnt ihr das entsprechend da auch eingeben. So, der Port ist erstmal wieder uninteressant, aus welchem Port der Proxy-Server oder der Reverse-Proxy funkt. Die Action ist wieder Allow und natürlich Allow Return Traffic. Das heißt also, diese Regel wird auch automatisiert angelegt für diesen Vorfall. So, die Zielzone, Destination Zone ist internal und die IP-Adresse, auf die ich zugreifen möchte, ist meine IP-Adresse des Media-Servers. Auch hier wieder, wie gerade schon gesagt, in einem List-Objekt angelegt, und wenn ich die auswähle, dann kann ich da auch hin. So, und jetzt geht es auch hier weiter. Der Port, hier habe ich jetzt einen spezifischen Port, weil meine Applikation auf dem Server unter einem bestimmten Port auf dem Server erreichbar ist. Na, da sehe ich jetzt Custom und dann habe ich die Möglichkeit, nämlich die Portnummer, die ich brauche, entsprechend einzugeben. Na, so, die ist hier schwarz ausgegraut, weil einfach das ist ein interner Port. So. Dann geht das weiter, dass ich dann sage, okay, in welcher IP-Version bin ich denn da unterwegs? Und ich bin jetzt hier, wie gerade schon mal gesagt, in IPv4 unterwegs. IPv6 verteile ich intern üblicherweise nicht, also ist das IPv4. Und dieser Port, den Custom-Port, den ich da für meine Foto-App habe, der funkt auf dem TCP-Protokoll. Ne? So, und damit ist TCP eingetragen. Und dann ist das soweit auch in Ordnung. Den Rest, Connection State und Schedule, habe ich jetzt hier nichts angepasst. Das kann man alles so bei Default lassen. Und damit ist die Firewall-Regel jetzt erstmal für DMZ nach Internal auch fertig. Ja, und damit bin ich jetzt eigentlich so weit fertig, dass ich sage, ich bin jetzt in der Lage, oder wenn du das so nachgebaut hast, kann ich jetzt von meinem Smartphone aus über den Proxy-Server, also wie gesagt, über den Funkmast, über das Internet auf mein Nest zugreifen, mit all den einzelnen Punkten, die wir da drin gerade gesehen haben, mit dem Proxy-Server, mit den ganzen Firewalls und so weiter und so fort. Das funktioniert. Ja, also wie gesagt, klar, man kann das über VPN machen, aber es war ja Ziel der Übung, auch mal rauszufinden, was muss ich denn eigentlich tun, wenn ich ein solches Hopping durch verschiedene Zonen mache und welche Firewall-Regeln muss ich denn da eigentlich einrichten und wie sehen die aus. Ja, und das waren auch schon meine beiden Praxisbeispiele, an denen du dich jetzt hoffentlich langhangeln kannst, um deine eigenen VLANs und Firewall-Regeln auch im Unify-Controller zu erzeugen und dein Heimnetz sicherer, aber trotzdem, da wo du es möchtest, einfach zugänglich zu halten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, das Video hat dir etwas gebracht. Über einen Like, Daumen rauf, würde ich mich super freuen. Das hilft mir, hilft dem Kanal. Und wenn du abonnierst, gerne. Ne? Wenn du noch die Glocke drückst, wirst du immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Bei Anregungen, Fragen oder Kommentare, bitte nutz einfach unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles recht zeitnah zu beantworten. Und ja, bis dahin bleibt mir einfach nur vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und
gerne wieder hier bei Haus und Technik, dein Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.